Wenn wir im Netz surfen, dann verfolgen uns die Datensammler bei jedem Klick. Das nennt sich Tracking und es ist ein Ärgernis für alle Anwender, die auf den Schutz ihrer Privatsphäre bedacht sind. Nun gibt es dieses Tracking nicht nur im Netz, sondern auch bei vielen Apps. Und da stellt sich die Frage, was kann man am Smartphone dagegen tun? Beim iPhone und iPad finden Sie in den Einstellungen den Bereich Datenschutz und hier den Punkt Tracking. Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Option Apps erlauben, Tracking anzufordern, abgeschaltet ist. Das ist ein wichtiger Schritt, auch wenn Apple hier im Kleingedruckten darauf hinweist, dass diese Option nur dann greift, wenn sich eine App daran hält. Ob eine App fair nach den Regeln spielt, ist für uns Anwender schwer zu beurteilen. Einen ersten Eindruck geben uns die Datenschutzbestimmungen, die jeder Entwickler bereithalten sollte. Und ja, es ist mühsam, sich mit diesen Datenschutzbestimmungen auseinanderzusetzen. Ich versuche es trotzdem zu tun und sie zumindest quer zu lesen und meine Schlüsse daraus zu ziehen. Denn wenn diese Bestimmungen sehr vage sind, sehr lang oder wenn ich sie erst gar nicht finde, dann ist Grund für Misstrauen angesagt. Ich sehe mich dann nach einer Alternative um, denn eine App, die ich nicht installiert habe, die kann mich auch nicht tracken. Hilfreich bei der Bewertung ist auch die Website tosdr.org. Sie gibt eine Bewertung der Nutzungsbedingungen vieler Anbieter ab und weist auf mögliche Fallen hin. Zurück zu den Einstellungen. Prüfen Sie hier bei Datenschutz auch die anderen Rubriken. Ein besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Ortungsdienste richten. Die hier aufgeführten Apps dürfen Ihren Standort abfragen. Seit dem vorletzten Update weist Sie das iPhone gelegentlich mit solchen Dialogen darauf hin, dass eine App Ihren Standort benutzt. Es lohnt sich, diese Hinweise genau zu prüfen. Bei den Einstellungen unter Allgemein finden Sie auch die Hintergrundaktualisierung. Hier steuern Sie, welche Apps von sich aus aktiv werden dürfen. Diese Aktivitäten einzuschränken, spart Batteriestrom, aber es schränkt auch die Tracking-Möglichkeiten ein. Bei Android öffnen Sie in den Einstellungen die Rubrik Google. Tippen hier unten auf Werbung und stellen sicher, dass die Option Personalisierte Werbung deaktivieren eingeschaltet ist. Es ist auch nicht verkehrt, ab und zu die Werbe-ID zurückzusetzen. Die Berechtigungen Ihrer Apps steuern Sie bei Datenschutz über den Punkt Berechtigungsmanager. Bei Android gibt es im Vergleich zum iPhone weniger Möglichkeiten, sich vor Tracking zu schützen. Das sollte uns nicht verwundern, denn Android wird von Google entwickelt und Google lebt davon, Werbung zu verkaufen und uns Anwender möglichst gut zu kennen. Darum gilt, so groß die Stärken von Android in anderen Bereichen auch sind, beim Schutz der Privatsphäre gebe ich Apple den Vorzug.